Man könnte sagen, dass wir uns inmitten eines Staatsstreichs in Zeitlupe befinden. Die Demokratie wird schwächer, die Konzerne werden stärker, obwohl niemand diesen Weg für unsere Gesellschaft gewählt hat. Trotzdem beschreiten unsere Eliten ihn vergnügt weiter. Das hier ist eine mehrspurige Autobahn, die wie ein brutaler Schnitt direkt über das Zentrum von Camden, New Jersey hinwegführt, sodass die Pendler nach und aus Philadelphia diese Stadt, diese geopferte Zone nicht sehen müssen. Das haben wir nämlich getan. Wir haben diejenigen, die in diesen geopferten Zonen gefangen sind, unsichtbar gemacht. Diese Menschen sind nicht nur durch die Infrastruktur unsichtbar gemacht worden, sie sind auch in den Medien unsichtbar, die überhaupt nichts über ihre Geschichten berichten. Und wir sollten auch zur Kenntnis nehmen, dass sie hier ganz und gar gefangen sind. Sie können keine Kredite bekommen. Die Mieten in Camden sind ziemlich hoch, obwohl hier alles marode ist. Dabei war es früher einmal eines der wichtigsten industriellen Zentren der Vereinigten Staaten. Früher gab es hier RCA Victor. Der berühmte italienische Tenor Caruso kam her, um Aufnahmen zu machen. Campbell's Soup, eine der größten Firmen des Landes, war auch hier. Bis zum Zweiten Weltkrieg war es ein wichtiger Hafen. Viele Kriegsschiffe wurden hier gebaut. Allein hier arbeiteten während des Zweiten Weltkriegs 35.000 Menschen im Schiffbau. Ich bin ein großer Bewunderer des kanadischen Intellektuellen John Ralston Saul, der den Begriff des Staatsstreichs der Konzerne in seinem Buch »Der Markt frisst seine Kinder« prägte. Dieses Buch war sehr wichtig für mich. Es gab mir das Vokabular, den Staatsstreich der Konzerne zu verstehen, wie er ausgeführt wurde und wie er sich in unserer Gesellschaft bemerkbar machte. 1995 schrieb ich etwas, das heikel schien, denn im Prinzip sagte ich, Mussolini habe den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Der Korporatismus war seine Idee, die theoretisch besiegt wurde. In der Praxis dagegen, so meine These, war diese Art und Weise, die Gesellschaft zu organisieren, immer mächtiger geworden. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Ich sicherte mich ein bisschen ab, indem ich sagte, es sei ein Staatsstreich in Zeitlupe. Vor mir hatte noch nie jemand so etwas geäußert. When I sign this bill into law, America will have the lowest marginal tax rates and the most modern tax code among major industrialized nations.
Ich lag falsch in der Annahme, dass es in Zeitlupe passieren würde. Es geschah sehr schnell. Es war wirklich nur eine Sache von wenigen Jahrzehnten. I, Donald John Trump, do solemnly swear I will faithfully execute the office of President of the United States. The office of President of the United States. Keine Frage. Der Staatsstreich hat stattgefunden. Wir leben in einer Welt, in der die Konzerne das Sagen haben. Am I getting through to you, Mr. Beale? You get up on your little 21-inch screen and howl about America and democracy. There is no America. There is no democracy. There is only IBM and ITT and AT&T and DuPont, Dow, Union Carbide, and Exxon. Those are the nations of the world today. So this kind of rolling coup d'etat has created Dieser lawinenartige Staatsstreich hat ein System geschaffen, dessen politische Fassade einer Karikatur gleicht. Veneer is burlesque in character. And Das hat den Aufstieg Trumps ermöglicht. Die Eliten finden Trump peinlich, und das ist er. Er ist dumm, er ist narzisstisch, er ist inkompetent und er ist faul. Aber zumindest war Trump clever genug, den Bossen der großen Firmen und der Wall Street das zu geben, was sie wollten, nämlich Steuersenkungen. Steuersenkungen, die vorübergehend für die Mittelklasse gelten, aber langfristig seinen Freunden im Immobiliengeschäft und mit Privatvermögen nutzen. Er erhöhte den Militäretat um 10%, obwohl das keiner gefordert hatte. Er deregulierte Behörden wie die Umweltbehörde EPA und besetzte die Gerichte mit konzernfreundlichen Richtern. Deshalb wird er toleriert. Eine Anzahl Hardcore-Wirtschaftsliberaler, besonders Milliardäre und Leute wie die Koch-Brüder, machen seit den frühen 70ern klar, dass sie am liebsten ein System hätten, das Immobilieneigentümer nutzt. Das ist eine Demokratie, die diejenigen repräsentiert, die Geld und wirtschaftliche Macht haben. Und eine solche Regierung haben wir heute. Sie wurde von Milliardären geformt, die sicherstellen möchten, dass es keine Demokratie gibt. Dass wir stattdessen nur ein Gefüge von mächtigen Interessengruppen haben. Das würde bedeuten, dass Individuen nicht der Ursprung von gesellschaftlicher Legitimität sein können. Sie könnte nur auf der Grundlage von Eigeninteresse, auf der Grundlage spezialisierter Gruppen entstehen. Und derjenige, der das wirklich durchzog, so verrückt wie es schien, war Mussolini. Er hatte ungefähr die Hälfte der italienischen Intellektuellen auf seiner Seite. Sie brachten die Idee des Korporatismus auf. Seltsamerweise erstarkten am Ende dieses unglaublichen Krieges im Grunde die Ideen des faschistischen Italiens von Mussolini. Sie waren sehr, sehr praktisch, um eine neue Art der Gesellschaft zu konstruieren. Zunächst machte es sich nicht bemerkbar, aber Mitte der 70er Jahre war der Korporatismus mit aller Wucht zurück. My fellow citizens, who are working to make America great. I salute the great American people. Es ist wirklich verblüffend, wenn man diese Sachen liest und merkt, wie sehr diese Idee der Macht der Interessengruppen im Gegensatz zur Verantwortung des einzelnen Bürgers über die Jahrzehnte zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Why are you letting their dog go after protesters? It's covered
It is better to live one day as a lion than 100 years as a sheep. That's a famous Mussolini quote. You retweeted it. And look, Mussolini was Mussolini. It's okay. It's a very good quote. It's a very interesting quote. And I know it. I saw it. I know who said it. But what difference does it make, whether it's Mussolini or somebody else? It's certainly a very interesting quote. You want to be associated with a fascist? No, I want to be associated with interesting quotes. Ich glaube, dass diese Zeit mit Trump zu den wichtigsten Epochen amerikanischer Geschichte gehört, einschließlich der amerikanischen Revolution. Und ich sage das als Historiker in aller Vorsicht, denn sie haben keine Optionen mehr. Und das Resultat ist Donald Trump als das Ende aller Optionen eines von den Konzernen dominierten Systems. Es kann sich zum Faschismus entwickeln. Noch ist es Gott sei Dank kein Faschismus. Es könnte so kommen, insbesondere wenn es Gewalt gibt, insbesondere in der schwarzen Community. Repressionen, Angriffe auf Bürgerrechte. Es ist möglich und könnte sehr, sehr hässlich werden. Wenn ein Machtsystem darauf fußt, dass eine winzige Gruppe von Menschen fast alles besitzt. Wenn 8 Menschen die Hälfte des Geldes und die ganze Macht haben, dann braucht man Mittel und Wege, um sicherzustellen, dass der Rest von uns sich nicht zusammenschließt und es sich zurückholt. Sie können sehen, dass das CNN-Logo über das Gesicht des Angreifers gelegt wurde. Was all diese Tweets über das Denken des mächtigsten Mannes der Welt, seine Prioritäten, seine Menschlichkeit verraten. Inzwischen ist es offensichtlich, dass Trump ein schlechter Verhandler ist. Dieses symbiotische Verhältnis zwischen Trump und seinen sogenannten Feinden, CNN und MSNBC, ist ziemlich verlogen, wenn man genauer darüber nachdenkt. CNN hat im letzten Jahr $1 Milliarde verdient. Kabelsender verdienen Geld während des Wahlkampfs. Und sobald die Wahlen stattgefunden haben, werden ihre Gewinne weniger. Das war bei Trump nicht der Fall. Beim Nachtisch bekommt er 2 Kugeln Vanilleeis zu seinem Schokoladenkuchen statt einer Kugel, wie alle anderen. Sie verdienen viel Geld. Sie machen einen Reibach wie nie zuvor. Und Trump ist der Grund dafür, das ist allen klar. Donald Trump, I believe he's a neo-fascist. Ich glaube, dass Donald Trump ein Neofaschist ist. Ein Gangster, ein Schurke. Er hat so gut wie keine Prinzipien. Er ist das Produkt einer Kultur des oberflächlichsten Spektakels ohne Substanz. No substance.